Rock'n'Roll. So, was jetzt gleich kommt in diesem Video, habt ihr gerade schon in dem kleinen Teaser gesehen. Ja, machen wir ein bisschen V2-Tuning. Aber eigentlich wollte ich hier schon die Preise präsentiert haben zum Gewinnspiel für den Achtelmeile-Renner. 100 PS geknackt. Video blende ich mal um ein. Aber wie das halt immer so ist, ne, die sind nicht alle gekommen. Ne. Wir haben aus verschiedenen Zulieferern kriegen wir das Zeug und leider, ne, ein paar Sachen kommen erst Montag oder Dienstag. Daher werde ich wohl für die Geschichte, also fürs Gewinnspiel, dann ein extra Video machen, wo ihr dann natürlich auch die Fragen bekommt, die ihr beantworten müsst, um halt diese tollen Preise dann zu gewinnen. Was das ist, werdet ihr dann sehen. So, wir haben noch ein Thema zu besprechen. Das ist nicht so schön, da kommen wir jetzt zu. So, kommen wir natürlich jetzt noch zum medienumspannenden Thema Insolvenz der Firma KTM. Da wollte ich eigentlich gar nichts zu sagen, weil ich bin nämlich kein Wirtschaftsexperte. Was soll ich dazu sagen? Ich kann euch zeigen, wie ein Motor auseinandergeht und zusammen. Aber ich bekomme so viele Anfragen von Kunden, Bekannten, Usern auf unserem YouTube-Kanal. Ne? Was hältst du davon? Was ist da passiert? Wie ist dein Statement dazu? Und dann sage ich immer, ja, was soll ich dazu sagen? Wie gesagt, ich kann euch zeigen, wie ein Motor auseinandergeht und zusammen. Das war es dann aber auch. Ich habe auch nicht mehr Informationen als ihr. Das, was auf der Google Timeline so aufpoppt, wenn man sich immer mehr anschaut, umso mehr bekommt man ja auch dann halt immer geliefert von dieser Seite. Oder dementsprechend Seiten, die man halt aktiv sucht, wie zum Beispiel Tageszeitungen in Österreich, Wirtschaftsteile dieser Zeitungen, die relativ gut recherchieren. Ich habe auch ein Online-Portal gefunden, was da nach meiner Meinung sehr gute Arbeit macht. Die Links setze ich euch mal unten in die Videobeschreibung. So, am schlimmsten trifft es natürlich wie immer die Belegschaft. Da muss man nicht weit gucken. In Deutschland ähnlich. ThyssenKrupp, VW sehen wir ja gerade das gleiche Drama. Oder dann halt natürlich auch die ganzen Zulieferer, die jetzt auch alle mit dem Rücken an der Wand stehen, weil dann dementsprechend halt auch ihre Rechnungen nicht beglichen werden. Ne? Riesendrama. Ich hoffe, dass halt für beide Parteien da vernünftige Lösungen gefunden werden. Ich bin da guten Mutes. Der Inhaber hat ja auch gesagt, dass er eben halt um sein Lebenswerk kämpfen wird. Das glaube ich ihm auch, da gehe ich davon aus. Und Ersatzteilversorgung, Händlernetz, auch ein Thema, ne, klar. Da gehe ich aber auch davon aus, dass da auf kurz oder lang eine Lösung gefunden wird. Fahrzeuge, wie gesagt, stehen genug rum. Aufhalte, das Problem ist natürlich, wir switchen ja jetzt auch noch um von Euro 5 auf Euro 5 Plus am 01.01.2025. Aber da hoffe ich, dass dann halt auch mit dem Hersteller Übergangsregelungen gefunden werden, wie man halt diese Fahrzeuge dann quasi von der Euro 5 noch vielleicht 1, 2, 3 Monate in das Jahr 25 mit rüber retten kann. Das wurde ja schon mal gemacht, also das sollte mit Sicherheit auch machbar sein, gerade vor diesem Hintergrund. Ja? So, die haben 90 Tage Zeit, bis Ende Februar den Karren aus dem Dreck zu holen und da gehe ich mal von aus, das wird klappen. Ja? Also ich bin ja ein positiver Mensch, ich drücke alle Daumen. So, jetzt genug der negativen Nachrichten. Jetzt gehen wir zurück in den Prüfstand und machen ein bisschen Krach. Bis gleich. So, für alle Freunde des gepflegten Zweizylinder-Tunings haben wir hier was Schönes auf der Rolle. Basisfahrzeug RC8 R-Track Modell, also Modell-Track, Baujahr 11. Einzelzünder, also genau so ein Fahrzeug, was KTM damals als fertiges Rennstreckenmotorrad konfiguriert und verkauft hat. Glaube ich, die gab es bis Baujahr 12, glaube ich. Ab dann kam ja schon die RC8 mit der Doppelzündung und da gab es, glaube ich, nur noch Fahrzeuge mit Straßenzulassung. So, wie auch immer. Hier war die Vorgabe, wir müssen mindestens die 180 PS knacken bei dem Ding. Weil der liebe Henning fährt halt in einer Rennserie, wo auch sehr viele Ducatis mitfahren, also mit sehr, sehr, sehr viel Leistung. Und die immer nur in der Kurve platt machen und auf der Geraden aufgeschnupft zu werden, ist irgendwie auch doof. Daher haben wir gesagt, okay, das Ding braucht jetzt mehr Brause. Serie hatte die so knapp, so 165, 166 PS. Die Leistungskurve sehen wir uns auch gleich an, die Originale, weil die war nämlich, bevor ich angefangen habe, hier umzubauen, hier auf der Rolle. Und jetzt haben wir den neuen Motor drin mit der Super Duke Basis quasi. Basis heißt,
Motorblock Super Duke 1.0, Kurbelwelle, glaube ich, 3.0, alles ein bisschen gewürfelt. Getriebeteile sind auch ein paar von der Super Duke drin. Getriebe an sich ist von der RC8 wegen Rennstreckenübersetzung, weil das ist halt besser für die Rennstrecke abgestuft als ein Original Super Duke Getriebe. Und eben halt mehrere Sachen auf feingewuchtete Kurbelwelle und. Die Zylinderköpfe und die ganze Konfiguration oben, Einspritzung, ist alles noch Original RC8. Die zweite oben liegende Drosselklappe ist rausgeschmissen worden. Original Luftfilterkasten mit den Schnorcheln vorne dran, die sind etwas abgeschnitten. Was es mit denen auf sich hat, da kommen wir gleich zu. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal Krach. Jetzt räumen wir das Ding mal ab und gucken mal, was es kann. Bis gleich. Gut, starten wir rein mit der Serienleistung von dem Fahrzeug. Der Henning hatte die Anfang 23 gekauft. Am 9.2. haben wir die dann hier abgerollt, so wie er sie geholt hatte, inklusive Akrapovic-Schalldämpfer mit DB-Killer. Ne, ihr wisst ja, in Europa haben wir es schon schwierig, gerade mit Geräusch auf Rennstrecken. Daher lassen wir das auch alles schön drin und messen die auch so und bauen die Fahrzeuge dann auch damit wieder auf. So, maximale Leistung hier liegt an 163 PS, 163,5 bei 10.300, das ist ungefähr hier. Und schon bei 10.6 ballert dann auch schon der Begrenzer rein bei der Serien-ECU. Und ein maximales Drehmoment wurde gemessen von 100, knapp 126, etwas drüber, bei 6.700. Ja. Nochmal zur Erklärung, die gestrichelte Linie ist das Drehmoment, die durchgehende Linie ist die PS-Leistung. So, das war die Basis. Dann haben wir den Motor umgebaut, so wie ich es gerade erzählt habe, draufgestellt, abgestimmt mit der Original-ECU und dann kam das dabei raus. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus. Machen wir mal die dementsprechenden Leistungskurven mal weg, damit es nicht zu bunt wird. Nur eine haben. So, maximale Leistung 180,33 PS, auch wieder bei 10.100. Ja, so hier, ungefähr da. Ja, da müssen wir hin. So. Und ein maximales Drehmoment von 136,5 Newtonmeter bei 8.280. Ja, das ist ungefähr hier. Ihr seht, die ganze Sache ist etwas verschoben. Hier unten haben wir mehr Drehmoment, dann ist das hier eigentlich fast gleich bei 5.000. Aber im Endeffekt ist es bei einem Rennstreckenmotorrad relativ uninteressant, was unterhalb von 6.000 Umdrehungen passiert, weil drunter fällt die Drehzahl auf der Renne nicht ab. Ja, also wichtig ist alles das, was hier passiert. Und da haben wir doch schon gut zugelegt. Ja. So, eigentlich Ziel erreicht. Hätten wir uns jetzt zurücklehnen können, aber dem war nicht so. Und warum, das erzähle ich euch jetzt. So, 180 geschafft, Gott sei Dank. Das hat auch ein bisschen gedauert. Warum? Komme ich gleich zu. Aber eben halt alles mit der Original-ECU geschafft, also mit der Programmierung, mit der Tune-ECU-Software. Das ging eigentlich relativ gut. Ich habe halt viele Basisdaten von der Super Duke übernommen und konnte hier schon mal ein gutes Kennfeld vorab benutzen, damit das Motorrad überhaupt vernünftig läuft. Jetzt war aber hier serienmäßig, oder wo das Fahrzeug kam, ein Quickshifter eingebaut, weil das Fahrzeug hat ja keinen serienmäßigen Quickshifter gehabt, ein Quickshifter über den Power Commander. Den wollten wir raushaben und wir wollten jetzt alles in einem System vereinen mit einer Ignijet ECU. Also Launch Control, Quickshifter oder Schaltautomat, ne? Pit Speed Control musste rein, Schaltblitz und. Also alles, was man so braucht, wenn man auf der Rennstrecke unterwegs ist. So. Und die Leistung, die kam am Anfang auch nicht richtig. Und das hatte mit den Dingern hier zu tun. Und warum hier 10 PS draufsteht, das zeige ich euch jetzt.
So, was hat es mit diesen Schnorcheln auf sich? Die Dinger sind normalerweise ja verbaut am Serienfahrzeug in der Verkleidung, beziehungsweise also die Verbindung von der Verkleidungsöffnung zum Luftfilterkasten, um da halt vernünftig die Luft in die Richtung des Luftfilterkastens zu leiten. Bei dem Naked Bike, ja, ne, relativ unnötig, haben wir gedacht, und haben die Dinger einfach weggelassen. Ne? Also Luftfilterkasten drauf und vorne nur diese beiden rechteckigen, prismaförmigen Löcher und Thema durch. Problem war aber, dann sieht die Leistung so aus. Ja, nämlich keine da, also beziehungsweise nicht genug. Also 169,44 PS bei 10.300 Umdrehungen war da gerade mal drin und 129 Newtonmeter. Und da war der Sack ab und ich habe versucht, rauf und runter zu programmieren, mehr Sprit, weniger Sprit, hin und her, dicke Schmäher, es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, jetzt versuchen wir es mal, stecken wir die Dinger wieder rein. Vielleicht gibt es da irgendwo starke Verwirbelungen im Luftfilterkasten, weil die Dinger fehlen und dementsprechend wird dann halt die Brennraumentleerung, die Brennraumfüllung dementsprechend auch schlechter. Und siehe da, pom, die Dinger reingesteckt und die Leistung war da. Nichts gemacht. Ne? Nur die Dinger reingesteckt mit ihren Gummidichtungen. Ihr seht ja hier, Warnfall 15 war der miese und Warnfall 20, gleicher Tag, eine halbe Stunde später, kam dann die Leistung. Ja, auch hier nächste, ja, ist die Grafik wieder weg, das war klar. Ja, 181 und so zog sich das eben halt dann komplett durch die Leistungsmessungen durch, Original ECU, ne, 180, 181 und 137 Newtonmeter mal eben on top. Ja, also nur mit diesen Kunststoffschnorcheln, die auch natürlich nicht mehr die korrekte Länge haben, weil die Verkleidung geht ja noch weiter nach vorne oder sitzt ja weiter vorne. Die sind auch schon ein Stück gekürzt. Allerdings kann man die nicht so weit rausstehen lassen, weil dann fangen die an zu flattern. Also dementsprechend etwas gekürzt. Aber ne, mal eben, die Dinger sind mal eben 10 PS wert. Schauen wir uns noch mal ganz kurz die AFR-Werte bei Vollgas an. Und hier blaue Linie, die PS-Leistung mit 169 PS. Ihr seht halt hier ein leichtes, ja, Abmagern im oberen Bereich. Hier haben wir noch eine Spitze drin. Und ab 8000 geht es dann halt eigentlich fast perfekt auf die Linie. Und bei 10, 10,5 geht es dann in den fetten Bereich. Dann kommt dann irgendwann auch der Drehzahlbegrenzer. Stecke ich die Schnorchel rein, haben wir sofort hier eine leichte Anfettung. Wie gesagt, ist nichts gemacht worden an der Einspritzzeit. Aber ab 8000, am Schnittpunkt hier, geht es in Richtung leichtes Mager, in den mageren Bereich, ja, also von 13,2 auf 13,5. Dadurch auch mehr Leistung. Es hat aber wie gesagt nichts genutzt, dann ohne die Schnorchel da halt auch abzumagern. Wir bekommen nämlich in dem Bereich durch diese Schnorchel eine bessere Brennraumfüllung hin. Und das ist das ganze Geheimnis. Nicht Sprit rauf oder runter, sondern eben die Brennraumfüllung an sich vom Volumen her wird besser, von der Menge her und dadurch kriegen wir mehr Leistung. Ne? Nur durch diese Plastikdinger. Ja, ist so. Klingt komisch, ist aber so. Zurück in den Prüfstand. Ja, es ist immer wieder krass zu sehen, wie gerade diese V2-Motoren auf Ansaugungen reagieren. Ja, also das ist wirklich heftig. Diesen Effekt kennen wir ja auch von den Einzylindern. Ne? Ich sage dazu nur Powerparts-Deckel-Effekt. Ja? Baut ihr den auf die Karre drauf, habt ihr untenrum schön Drehmoment und gut Leistung im unteren mittleren Drehzahlbereich. Oben raus wird die Kolbengeschwindigkeit hoch oder höher, dann fällt die Leistung in sich zusammen, wegen eben halt dieser starken Verwirbelungen, Strömungen. Ja, die Brennraumfüllung passt nicht mehr und die Leistung fällt gegenüber einem Seriendeckel oder eben halt einem Lochdeckel. Den gleichen Effekt haben wir hier auch, oder den ähnlichen Effekt haben wir hier. Der Luftfilterkasten wird ohne diese Schnorchel nicht richtig befüllt, beziehungsweise die Luft wird nicht vernünftig geradlinig da rein, kann nicht einströmen richtig, wird zu stark verwirbelt im Luftfilterkasten und hat dann den gleichen Effekt. Die Brennraumfüllung verschlechtert sich und die Leistung fällt. Und das hat bei dem Ding hier mal eben locker 10 PS ausgemacht. Ja? Wirklich krass. Ich war echt am Verzweifeln. 170, 170, 171, 170, 169. Es passierte nichts. Die Dinger reingesteckt. Bam. 180. Ja?
So einfach kann Motortuning gehen oder andersrum, so schnell kann man sich Motor oder Motortuning versauen, indem man eben halt die Konfiguration der Luftansaugung nicht richtig ausführt. Also da ist noch eine Menge drin, weil das Fahrzeug, das alte Fahrzeug vom Henning, die 2013er, die er noch hat, ich blende die Videos mal oben ein, die hat nämlich noch so einen Rottweiler Luftfilterkasten-Kit obendrauf, oder Luftfilter-Kit obendrauf mit so einem Schaumfilter. Und den schmeißen wir jetzt nämlich auch runter und dann gucken wir mal, was dann passiert. Ne? Weil da haben wir ja auch jahrelang immer mit 171 PS rumgedoktert und wussten nicht, wo die Leistung ist. Obwohl wir da ja auch schon Super Duke-Zylinder drauf gebaut hatten, aber es passiert ja nichts. Ne? Da habe ich auch verschiedene Sachen probiert, aber immer halt nicht mit dem Originaldeckel und nicht mit diesen Schnorcheln. Das werden wir jetzt mal ändern. So. Daher, Ding ist fertig, ready to race für 2025. Ich bin gespannt, wie er sich schlägt dieses Jahr oder das kommende Jahr in der neuen Rennserie. Und ja, schauen wir mal. Ne? So, die Ignijet ist jetzt auch komplett konfiguriert mit allem Zick und Zack. Dann haben wir jetzt nochmal abgerollt, habe noch ein bisschen nachjustiert, ne? Dann auch noch alles eingestellt, den Quickshifter eingestellt, die Schaltzeiten eingestellt, die Axle Correction, also die Anreicherungsbeschleunigung beim schlagartigen Gasaufreißen habe ich noch ein bisschen nachgestellt und. Und was dabei rausgekommen ist, das sehen wir jetzt. Schauen wir uns jetzt nochmal die Leistungskurve von gerade an, also mit der Original ECU 180,3 PS mit 100 oder bei 136 Newtonmetern und jetzt noch eben schnell die mit der Ignijet letzt eingefahrene Leistungskurve und wir sehen hier oben eine Spitze, ja 1 PS mehr, reden wir nicht drüber, aber eben halt im Bereich von 6 bis 8000 Umdrehungen haben wir schon gut mehr Leistung. PS-Leistung liegt dann hier in dem Bereich bei 7,8 bei knapp 8 PS plus und eben halt hier auch 7 Newtonmeter mehr. Und dann ist ja gerade der Bereich, wo es dann interessant wird beim Rausbeschleunigen. Und ja, den Rest dann dementsprechend muss der Fahrer auf der Rennstrecke nochmal ein bisschen für sich selber nachjustieren, Schaltzeiten, etc. Aber ansonsten passt das Paket. Hier haben wir einen kleinen Knick drin. Das liegt halt hier noch daran, dass wir hier noch einen Tacken zu fett sind. Hier in dem Bereich. Da müssen wir noch ein bisschen nachjustieren. Das ist aber rucki zucki gemacht. Der Rest passt. Ja, und daher würde ich sagen, geht's zurück in den Prüfstand. So, das war V2 Tuning 24. Ne? Dieses Jahr kommt da in der Richtung nichts mehr. Wir sehen uns nächste Woche zum Gewinnspiel. Haut rein, bis dann und ciao.